Alrighty then, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget. Wir sind auf W57, das epische Wochenende ist vorbei. Alter. Und wir haben auf W57 beim Königreich jemanden, der, oh, wir hatten ihn. Der ist geliebt. Jequiu. Nach dem Raid in die Halle der Helden ist er einfach mal gewechselt. Der hat nämlich aufgespielt und ich dachte, das ist jetzt Konkurrenz. Aber gut, so ist das Leben. Immerhin ja auch andere Spiele über 100. Den letzten Raid, den wir jetzt gemacht haben, vielleicht sollte man dann doch erstmal warten, wenn er jetzt fehlt. Ja, weil er hat den nämlich finalisiert gehabt. Schade, schade, aber so ist das ihr Leben. Wie gesagt, den Shakes and Fidget kann man nicht ändern, gehört dazu. Wir können ja froh sein, dass er uns die letzten Raids sozusagen supported hat, ja. Und bei mir ist so, dass ich theoretisch auch hätte noch viel mehr machen können. Aber ich habe gesagt, nein, wir spielen entspannt nur die alle runter. Wir müssen nicht so viele Pilze runterbuttern. Ja, ich habe übrigens immer noch Epic Event hier. Achso, das liegt wahrscheinlich daran, weil W57, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt gerade noch geht, ja, irgendwie erst nicht funktioniert hat, das Event. Ja, also, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie lange das noch läuft. Haben das aber eben ganz entspannt runtergespielt. Wir haben jetzt hier noch ein paar Dungeons offen und ich habe zuletzt die Schattenwelt erhalten. Auch hier geht ein bisschen was. Von den Prozenten her kann ich im Licht-Dungeon einige Dungeons machen. Deshalb werden wir jetzt einfach mal, achso, Moment, dann noch mal ein bisschen skillen, das Gold, was wir haben. Ein bisschen skillen. Dann gehen wir mal auf 800 Stärke. Die Waffe ist relativ aktuell, das hat sich jetzt nicht gelohnt, da was zu suchen. Und ich denke, wir können live diesen Dungeon jetzt besiegen. So viele Versuche sollten es ehrlich gesagt nicht sein. Im Schnitt sind wir bei dem Dungeon um die 50. Ja, die waren es auch ungefähr. Ja. Perfekt. Da haben wir den erledigt. So. Das können wir dismanteln. Haben wir wieder ein bisschen Platz. Und der nächste, der ging nämlich noch besser. Der Geschickgegner hat eine bessere Wahrscheinlichkeit gehabt als der Stärkegegner. Das heißt, mit dem Upgrade, nice, ging das relativ schnell. Hier haben wir ein neues Epic bekommen. Aber das, ja, wäre die Rüstung jetzt geil, hätte ich es vielleicht genommen. Aber die Rüstung ist leider nicht so geil. Deshalb nehme ich es auch nicht. Ne? Warum sollte ich das? Und der ist auch gut machbar. Eieiei, das ging ja schnell. Das ging ja richtig schnell und das ist nämlich ein Intelligenzgegner. Also, dass der Geschickgegner schneller geht als der Intelligenzgegner, das hätte ich nicht zu träumen gewagt. Bis dahin sollte es relativ easy sein. Und damit kommen wir zumindest auf 139. Der Ring 163. Stärke ist ziemlich stark. Ja. Den werde ich, muss ich überlegen, ob ich den nehme. Aber er macht schon mehr Sinn. Wir nehmen ihn erstmal mit rein. Ob ich ihn langfristig behalte, werden wir sehen. Aber wir brauchen auch wieder neue Stärke-Items jetzt mit den Levels, die wir gemacht haben. Könnte man jetzt eigentlich nochmal versuchen zu blättern, zu gucken, ob wir irgendwie Glück haben. Nochmal eine epische Waffe finden. Ja, 288, jetzt geht es an die 290. Jetzt werden die Waffen doch besser. Aber den größeren Dungeon-Vorsprung, den größeren Schritt möchte ich eigentlich vollführen, wenn die Festung auf 10 ist. Ja, dann werden wir die Edelsteinmine hochziehen, Herz der Unterwelt, und dann werden wir Prozente freischalten, die uns dann einen kleinen Push nochmal erlauben werden. So, ich denke mal, mit Ablauf der Festung auf Festung 10 in 3 Tagen könnte das schon klappen, je nachdem, wie viel Ressourcen ich so farmen kann. Aber es gibt hier in dem Bereich echt einige Spieler, die bringen fast 3000 Steine und über 3000 Gold, 3000 Hölzer, meine ich. Und fast eine Menge an Steinen auch. Also das ist nicht schlecht. So, obwohl es keine Festungspartnerschaft gibt, kann man stellenweise ganz gut farmen. Wobei hier fehlen mir gerade ein paar lohnenswerte Verteidigungen.
die ist ganz gut. Also, die ist okay. Ist jetzt nicht so stark. Ja, im Schnitt ist es natürlich weniger, ne? Aber wenigstens viele Grüne ist auch gut. Zeitersparnis. Ja. Zeitersparnis. Und Secret Storage werde ich ja dann auch noch etwas bekommen. Ja, das sei auch mal so gesagt. So. Nebenbei bloß auf Emma. Vielleicht muss ich gerade eine Pause reinmachen. Süß. Sieht so niedlich aus. So, ganz kurz nochmal rein. Das ist zum Beispiel ein gutes Upgrade. Zwar weniger Stärke, aber schöne Rüstung auch. Dann sind wir gleich wieder 1% besser geworden. Und wir mussten das nicht mal sockeln. Das ist auch geil. Ja. Also, darüber kann man sich immer nur freuen als Spieler. Tatsächlich sind ja ein paar Epics auch schlechter, also gerade Schuhe. Da könnte ich mir sonst zur Not natürlich auch Stärkeschuhe ja, vorstellen. Aber wichtig ist auf jeden Fall die Rüstung. Ja. Ja, hier zum Beispiel haben wir auch ein Upgrade. Die Rüstung ist nicht perfekt, aber sie ist besser als das, was ich vorher hatte. Deshalb kaufe ich das. Ich kann zwischenzeitlich auch mal in der Festung gucken. Ja, nach neuen Steinen, genau. Ja, sehr gut. Upgrade. Da könnte es auch so sein, dass wir den nächsten Dungeon hier auch wieder schaffen können. Ja, das ist nicht unwahrscheinlich. Aber die Waffe, sage ich mal, ja, mit einer optimalen Waffe wäre das wahrscheinlich sogar sehr drin. Aber ich war mit den alten Werten, war ich bei knapp 0, irgendwas Prozent. Deshalb sind wir jetzt maximal bei 1% vielleicht. Müsste ich mir nochmal angucken. Ich gebe noch 15 Versuche einfach so, ob er zufällig geht. Wenn nicht, ist nicht schlimm. Nee, möchte nicht gehen. Suchen wir nochmal. Ja, die Schuhe vom Wert her, also Stärkeschuhe werden da sehr, sehr praktisch, ja, muss man mal so sagen. Mal nach einzelnen Sachen hier gucken. Das ist ein ganz guter Stärkewert hier, aber leider... Ja... Leider die Rüstung... Ja, es reicht zumindest für 25% noch. Das ist ganz gut. Und, ja, wir gucken uns einfach mal an im SF Game Dungeon Simulator, wo wir stehen bei diesem Dungeon jetzt. Das würde mich mal noch interessieren. An dieser Stelle wünsche ich euch schon mal einen guten Start auch in die Woche. Also eine W57 Players to Watch kommt jetzt hier in dem Video nicht. Aber demnächst W57 und vor allen Dingen aber auch W50 jetzt ist definitiv dran. Ich habe schon mal angekündigt, das müssen wir jetzt machen.
Muss bloß mal jetzt auch fix die Werte aktualisieren hier bei mir. Ja. So 130 damals war die Chance. Gut, die Waffe ist so geblieben, da hat sich nichts geändert. Aber wir sind immer noch bei 0,79%, 0,8%. Ah, das ist mir zu heikel, selbst mit einer neuen Epic-Waffe. Da kann man auch ruhig noch mal ein bisschen skillen oder stärkere Steine kriegen. Ja, das ist... Wenn ich es wollte, könnte man es drauf anlegen. Zumal der Dragon of Darkness danach auffallen kann. Aber das sind jetzt alle Stärke-Gegner. Also wenn, dann müsste ich auch auf Stärke gehen. Man könnte auch hier zum Beispiel das extra nochmal neu equippen. Auch selbst beim Helm könnte man auf Stärke gehen. Oder auch bei der Waffe. Ja, könnte man auf Stärke gehen, aber das machen wir über Skills dann einfach. Ja, also auf 825 skillen. Jetzt haben wir ein paar Werte mehr bekommen. Inwiefern tut sich die Chance verbessern dadurch? Schauen wir mal. Ja, 0,9 ist sogar möglich jetzt. Also, ja. Wenn ich jetzt mal sagen würde, wir nehmen 100 Stärke mehr rein, ja, einfach so, was wir eigentlich haben, erhöht sich die Chance um 0,3%, 0,2 bis 0,3. Dann nehmen wir nochmal 100 dazu. Erhöht sich die Chance auch nochmal um 0,3%. Also, da kann man auch einfach mal einen Tag lang Alu spielen, skillen oder halt bessere Steine nehmen. Das macht auch schon vieles aus, zumal man ja meistens auch in der Constitution dann besser wird. Ja, ne? Also wir können das uns ganz, ganz entspannt anschauen. Ohne Probleme. Ja, so. Habe ich hier noch was? Ja, bei den Pets können wir was machen, maybe. Können wir auch nochmal XP generieren. Ach komm, den können wir auch besiegen. Eigentlich. Nice. Ja gut, fast nochmal ein Level Up dadurch. Und dann werden wir noch die Pets-Fights machen. Pet-Fights, so heißt das eigentlich. Schauen wir mal, was hier geht. Für Light bin ich wahrscheinlich zu schwach aufgestellt. Schatten würde klappen. Da bin ich zu schwach. Feuer. Eigentlich würde Schatten Sinn machen, wenn wir natürlich Elementar-Nachteile jetzt haben. Okay. War nicht so tragisch. Okay, jetzt müssen wir auf Water gehen. Nice. Light, aber was? Nee, das schaffe ich nicht. Dann opfern wir mal den Light. Den werde ich auch nicht schaffen, glaube ich. Wobei, etwas Glück, aber ich muss mir mal angucken. Nee, Level 16 hätten wir nicht geschafft. Level 16 hätten wir nicht geschafft. So, holen wir uns hier nochmal immerhin die Früchte. Ja, das ist auch okay. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Glücksrad kann ich schon mal machen, denn ich werde die Festung jetzt nicht skippen. Secret Storage aufbauen. Ja, da waren jetzt viele Steine drin. Was auch nicht schlecht ist. Habe ich Soldaten ausbilden lassen? Ja, habe ich gemacht. Perfekt. Ja, das Ziel ist ja ganz klar. Und ach komm, Epic Luck. Gucken wir uns auch nochmal an, solange wie es da ist. Oder halt mehr Kristalle. Auch nicht schlecht.
Epische Waffe. Hm. Okay, die Spanne nicht ganz so geil wie zuletzt, aber 290 im Durchschnittsschaden. Das ist nicht verkehrt. Wir werden mal schauen, ob wir doch nochmal einen anderen Stein kriegen. Vielleicht will ich doch nochmal den Dungeon jetzt probieren. Also, das kann ja kein Mensch ahnen, ja, dass das so dann klappt. Ja, wir machen Gold. Ist nicht so, dass wir diese Mengen an Gold wirklich brauchen, aber machen wir 52. Ach, guck mal. Wir haben ja noch so einen schwachen Stein drin gehabt. Ach je. Das habe ich ja ganz vergessen. Wir haben mit einem 37er Ausdauerstein angegriffen. Oh, das Ganze wird die Chancen nochmal erhöhen, definitiv. Oh mein Gott. Ich brauche jetzt aber einen blauen Stein, bitte. Da ist er. 157. Okay, da wäre der andere sogar besser gewesen. Jetzt schauen wir nochmal mit diesen Werten. Natürlich müssen wir wieder die Stärke zurücknehmen, die wir vorhin eingegeben haben. Jetzt haben wir aber erheblich mehr Leben. Und wir machen nochmal mehr Schaden im Schnitt. Und zwar nicht wenig. Ich denke, das könnte wirklich einiges ausmachen. Vor allen Dingen ist der minimale Schaden viel besser. Der maximale ist ungefähr gleich geblieben. Oh ja. Oh ja, wir sind bei 2%, mehr als 2%. Der Dragon of Darkness, der ist bei 1% immerhin. Den nehmen wir noch mit. Man gibt 2 Levels. Hm. Komm schon, Statistik. Let's fucking go. Okay. Da sieht man mal, haben wir fast doppelt so viel ausgegeben. Aber wir haben 3 Level-Ups geschafft. Sehr geil. 3 Level. 3 Stück. Sehr fett. So mag ich das. Ja. Jetzt werden wir wahrscheinlich bei dem weniger Versuche brauchen. Ah. Die Statistik ist dann jetzt doch nicht unser Freund. Wahrscheinlich, oh, da war knapp. Das wäre geil gewesen. Aber jetzt sind wir auch ungefähr bei den Pilzen, die wir ausgeben hätten müssen, sowieso. Auch hier liegt der noch nicht. Ich bin jetzt auch unter der Grenze an Pilze, die ich für heute ausgeben wollte. Leider nicht, aber egal. Wir haben 3 Level gemacht mit einem Dungeon. Das ist ja auch nicht so häufig, dass das klappt. Von daher bin ich da sehr, sehr zufrieden. Und wir schauen jetzt nochmal schnell hier weiter, ob wir nochmal ein Epic bekommen. Ein Ring. Ja, das ist jetzt nicht viel besser. Nicht viel besser, aber geht.
Noch mal ein paar Kristalle mitnehmen. Schade. Naja. Aber wir sind auch so besser aufgestellt. Vielleicht dann doch noch mal bald für einen Raid. Dragon of Darkness haben wir uns ja angeschaut. Der kann halt noch gehen. Das ist ja vor allen Dingen Intelligenzgegner. Also der Berserker kann halt durchragen. 25.000. Der gibt, glaube ich, auch, weiß nicht, wie viel geben die? 20 Millionen XP oder so? Nee, das wäre ein Level-Up, das ist zu viel. Oh, ja. 3 bis 4 Millionen. Naja, immerhin. So, jetzt haben wir hier noch eine viel bessere Waffe für den Mage. Sehr gut. 156. Den können wir nochmal distracten. Extracten. Tauschen wir den aus. Und dann war's das jetzt wirklich. Haut auf jeden Fall rein, macht Tschüss und Servus. Euer Basti.